3, 4 Generationen von jetzt an und dann fangen Leute an, sich auszuklinken. Ich möchte mal kurz sagen, das, was ihr hier seht, das sieht aus wie ein Foto, ne? Auch still sieht es aus wie ein Foto, als wäre das aufgenommen. Ist es halt nicht. Und das finde ich halt so krass. Artificial intelligence and ever more powerful GPUs will take graphics to a whole new level in the coming decade, both in interactive real-time content like video games, but also in video for platforms like YouTube, TikTok and Instagram. Today we will look at... Ja, jetzt mach mal nicht so schnell. Alter, ich meine, guck dir das mal an. Guck dir, das sieht aus, als hätte jemand, das sieht doch so aus wie, weißt du, was ich meine? Level in the coming decade, both in interactive real-time content like video games, but also in video for platforms like YouTube. Es wäre jetzt sehr doof, wenn er hinterher sagt, okay, das sind echte Landschaften, ich wollte nur zeigen, wie die Welt aussieht. Das wäre jetzt doof, ja? Aber er erzählt halt gerade, dass das alles Grafiken sind, einfach, das ist alles... Ich will da sein, verstehst du, was ich meine? Ich will mir da jetzt ein Lagerfeuer machen. Ich finde aber, wenn es zu real aussieht, schade ist im Spiel. Benko, es ist ganz egal, was du findest. Ist nicht böse gemeint, aber es ist egal, was der Einzelne... Es schadet überhaupt nicht, es ist voll geil. Ich will, dass es so aussieht. Ich will in VR dahin. Nicht mal unbedingt dahin, mir wäre es lieber, wenn es grüner wäre, ne? Aber, ja... YouTube, TikTok and Instagram. Today we will look at some of the incredible technologies that are emerging and what the future will look. Aber der ist doch echt, oder? Also wenn der auch animiert ist, dann... und guck mal, der Hintergrund ist wie bei meinem Header. Ich habe bei mir im Hintergrund auch Holodeck als Header, wenn alles aus ist. Als Bauhintergrund für mich. Like for content creation and consumption. Ja, wie echt das aussieht. Das ist doch, man sieht doch gar nicht mehr, dass das überhaupt noch, ne? Das ist doch einfach, das sieht aus wie ein Mensch. Ja, das ist so, wow, das ist aber, Games have been constrained by das kennen wir aus dem Unreal. Ja, Alter. Das haben wir aber gesehen hier, ne? Das haben wir gesehen aus dem Unreal-Video. Das hat man gesehen. Der Nvidia-Chef war im gezeigten Ausschnitt animiert. Voll die tolle Sache. Die nächsten 10 Jahre, Leute. KI-technisch und was das hier angeht und so, die nächsten 10 Jahre. Nanite is the best example of mashlets, but other engines like Octane have equivalent technologies. Nanite is an awesome streaming technology that allows you to load in assets into the game engine from disk. Obviously, a fast SSD is required for best results, but this means there won't be a VRAM or system RAM bottleneck going forward for large open-world games. Mashlets, along with direct storage, will allow for assets that are gigabytes in size to be loaded in real time. But this technology goes beyond complicated 3D objects. Note that this... Wenn ich die Grafiken sehe, ich will unbedingt das neue Witcher sehen in 5.1, ne? Dass wir bei Grafik aktuell ein bisschen ins Uncanny Valley reinrutschen. La Rose, da sind wir schon seit vielen Jahren. Ich bin super gespannt auf das neue Witcher. Ich bin super gespannt. Ich bin immer noch der Meinung, einige Sachen vom Update bei Unreal Engine 5.1 haben die gemacht, weil die jetzt zusammenarbeiten mit CD Projekt und da waren so ein paar Sachen nötig, um quasi Open World, ne, so mit den Bäumen und alles, was sie so umgebaut haben, dass du keine LODs auch brauchst und so. Ich bin sicher, dass es deswegen unter anderem kam. Also ich bin super gespannt. This also applies to textures. So if you're a fan of running up close to a texture in video games to see how detailed it is, here's an example of a massive 128K by 128K texture being streamed in real time using mashlets. This can also be used for displacement maps. If there's one technology that will entice people to move to 8K monitors, this is it. One incredible piece of technology is a software called World Creator. As the name suggests, it lets designers create worlds for real-time applications like games or for movies. What you are seeing is fully generated using World Creator. Game designers can quickly shape an idea with different types of textures, establishing... My life. In 3, 4 Generationen, Leute, in 3, 4 Generationen fangen Leute an, sich aus dem Leben auszuklinken. Ich sehe es schon kommen. Wie das jetzt in Games so integriert werden kann, gerade bei Open Worlds und so, wird sich alles zeigen. Ich glaube, wir sind schon weiter, als wir denken. Problem ist, obwohl, hier macht sich alles die Software. Du brauchst dafür nicht mehr Map-Designer offenbar. Du musst halt ein bisschen angeben, das da. Aber im Grunde genommen übernimmt ja die Software schon das meiste. Map-Designer machen bald vielleicht eher Details von den Maps nur oder spannende Locations oder sowas halt, ne? Alles ein bisschen auffrischen. 3, 4 Generationen von jetzt an und dann fangen Leute an, sich auszuklinken. Biomes, creating water systems, etc. And these worlds can then be integrated or imported into game engines like Unreal Engine or Unity, and developers can build a game world off of that. In the next few years, games will feature absolutely incredible and realistic worlds thanks to tools like this. And because of the procedural nature of it, these tools will also free up development time that can be invested into areas that have been lacking, like storytelling, AI, and innovative gameplay. Beyond
mashlets and tools like World Creator, which are already here, one emerging technology that will be incredibly disruptive and is in its infancy is neural rendering. Neural rendering leverages artificial intelligence to create AI geometry that is a pure perceptron. So it's not actually modeled by an artist. You have to train the AI, of course, and artists will be able to feed it with either renders or photos, and the output is not a volume or a mesh. It's something totally different. It's an Wobei ich glaube, dass die Sachen, die die KI da ausrechnet, also jetzt, Stand jetzt, ja, ich weiß nicht, wie es in 10 Jahren ist, das weiß keiner von uns. Stand jetzt, die Sachen, die die KI da ausspuckt, die können ganz cool aussehen, aber wenn du genau hinguckst, sehen die immer so ein bisschen, das ist dieser Uncanny Valley-Effekt. Dann sieht das eben nicht aus wie, dann sieht das nicht aus wie ein Roboter in dem Fall hier zum Beispiel, sondern so ein bisschen eher wie so eine Masse. Das hat so, siehst du, was ich meine? Das sieht nicht aus, als wäre es technisch zusammengebaut, sondern als wäre es eher so ein Klumpen. So, als wäre das irgendwie so geformt aus Lehm oder sowas. Da ist genau so ein Blob, genau. Also, das ist Stand jetzt. Ne? Das heißt aber nicht, dass es in 10 Jahren so ist. Genau, man sieht immer noch die KI dabei. Man sieht es noch. Also das heißt, du brauchst momentan immer noch die Artists und so weiter. Die KI kann dir vielleicht Sachen entwerfen, aus irgendwas zusammengebastelt. Ob du das nimmst oder nicht, es muss dann auf jeden Fall nochmal ausgearbeitet werden. So als richtiges Objekt oder was auch immer. The output is not a volume or a mesh. It's something totally different. It's an AI object. This can be a bit difficult to wrap your head around, but it's an asset that renders just like a 3D object would, but it's 100% an AI object. And these AI objects can coexist with current filters and effects, including hardware-accelerated ray tracing. They are fundamentally a new asset type. That means that future GPUs and CPUs could possibly have support for accelerated AI object generation and Und Stoff, es gibt immer noch keine richtige Möglichkeit, Stoff gut zu simulieren. Stoff sieht immer aus wie eine Welle oder als würden wir auf dem Mond leben. Auch in Animationen und sowas, immer wenn Stoff dann irgendwie wedelt und so, ist oft so, wenn er nur berechnet ist, dann wirkt der Stoff immer sehr, sehr weird irgendwie. Also rendering. Maybe NVIDIA will be pushing this in the next generation of GPUs with the RTX 5000 series, maybe having hardware-based AI object acceleration as a new selling point, who knows. One cool application of this from an artist's perspective would be a whole team of artists within a game studio could train the AI on a few modeled spaceships and then have the AI system create infinite variations of those spaceships as AI objects that can be used in-game. Alternatively, or in conjunction with this, artists will be able to add images of existing sci-fi spaceships from a variety of franchises and have the AI system generate AI objects of spaceships that Und die sehen cool aus, aber so ein Raumschiff muss halt auch überzeugend sein, finde ich. Weiß, wie es bei euch ist. Ja, wenn es ein Schmupp ist, also ein Shoot'em Up, dann ist es egal, letzten Endes. Aber wenn es halt ins Detail geht, dann ist es, glaube ich, schwierig, wenn irgendwie, du weißt halt nicht, wo es die Kombüse oder bla bla bla, wo die Schlafkabinen, pipapo. Weißt du, was ich meine? Das muss schon, es muss halt überzeugend sein, dass das wirklich ein sinnvolles Schiff ist, das einem bestimmten Zweck dient und auch dafür gebaut wurde. Und nicht einfach nur irgendwas aus Legostein zusammengeprügelt wurde. So, und ansonsten überzeugt es einfach nicht. Und dann ist es wieder off-putting. Genau, es muss glaubhaft Design sein, genau. Es muss nicht überzeugen, es muss immersive sein. Aber wie gesagt, es kommt immer auf den Anwendungszweck drauf an. Ne? Wenn du niemals damit in Berührung kommst mit dem Interieur oder so, dann ist es egal. There are a mishmash of both modeled and already created spaceships. That's just an example, but one could see this in infinitely Wir sind auf jeden Fall noch am Anfang, NPC models or weapon models or structures, etc. AI objects are going to truly revolutionize the way games are made. Moving on, a controversial and loaded term these days is the Metaverse. Whether or not it comes to fruition as some of the companies invested in it are hoping, rendering it won't be easy, and having artists deploying dynamic assets into it won't be easy either. One of the key technologies that will enable this is distributed rendering, so basically harnessing the rendering power of GPUs from data centers and other sources and using them in a centralized way to do rendering that would be difficult to do locally. Looking at the commercial aspect of graphics, artists will also be looking at platforms like
Roblox, Solana, and Metaplex to distribute and monetize dynamic NFTs, among other things. Basically, if you create a virtual world that is decentralized, you need an underlying structure for when a user buys virtual property or virtual art within that world. Some of these assets will be dynamic and change with user input, potentially being customizable on demand, and a distributed rendering network will make this possible. Also vielleicht bin ich auch alt, keine Ahnung, aber ich sehe aktuell keine nahe Zukunft oder mittlere Zukunft, in der wir irgendein ernstzunehmendes Metaverse haben. Und schon gar nicht von einem Anbieter. Kein Web 3.0, kein neues Internet oder sonst irgendwas in der Richtung. Sehe ich einfach nicht. Ich sehe auch keine Zukunft momentan, in der NFTs irgendeinen Mehrwert bieten, außer dass man irgendwelche Idioten findet, die es einem teurer abkaufen. Aber das sind wieder andere Themen. Ich fand hier die World-Generierung fand ich interessant und vielleicht meint er mit Metaverse auch eher sowas wie wirklich irgendwas, wo man sich einklingt und da dann lebt, aber wie gesagt, da sind wir noch weit, weit von weg. Und das machst du, glaube ich, auch nicht. Das machst du auch nicht mit diesen Brillen hier. Das passiert vielleicht irgendwann wirklich, dass du dich einklingst. Ich glaube nicht, dass die normalen VR-Brillen, dass das Leute mit VR-Brillen zu Hause sitzen und das Gefühl haben, irgendwo anders zu sein. Du kannst Spiele damit machen und bla bla bla, kannst viel damit machen, aber damit dann ein Leben führen, abseits des Lebens. Du loggst dich aus Spaß in VR-Chat ein und besuchst andere Welten. Aber dann gehst du halt wieder was essen. Wenn es mal soweit ist, und ich glaube nicht, dass wir das noch erleben werden, genau, so eine Art Matrix, genau. Und wenn es mal soweit ist, und es kommt bestimmt mal irgendwann soweit, aber das werden wir alle nicht mehr erleben, glaube ich. Vielleicht irre ich mich ja auch, weil alles entwickelt sich immer schneller. Und gerade jetzt mit KIs, also alles wird sehr viel schneller sich entwickeln. Und wir müssen immer sehr, sehr schnell sehr viel mehr lernen, um hinterherzukommen. Das wird, glaube ich, problematisch. Ja, richtige VR-MMOs werden mein Ende sein. Ich weiß nicht, ob wir sowas noch in der Richtung erleben werden. Vielleicht, kann ja sein. Wie gesagt, wie lange bin ich jetzt bei Gaming? Sagen wir mal, ich bin 30 Jahre bei Gaming. Ich bin länger bei Gaming. 35 Jahre. In diesen 35 Jahren hat sich so unendlich viel getan, dass ich es wahrscheinlich noch miterleben werde. Vielleicht erleben wir das noch alle mit. Vielleicht irgendwann anstatt eines Altenheims. War das bei Black Mirror, wo die Leute sich hochladen lassen, bevor sie sterben? Auf die Server? Und ich habe das geguckt und ich habe gedacht, Alter, ich würde es machen. Wenn das so funktioniert, ich würde es machen. Ich wäre dabei. Du hast schon gelebt, als 16-Bit-Games modern waren. Ja, das meine ich ja damit. Ich habe ja jetzt in 35 Jahren, sage ich mal so grob, mehr eigentlich, habe ich eine Menge Entwicklung miterlebt. Von ASCII-Games bis das, was heute möglich ist. Also wahrscheinlich werden wir es noch erleben. Du selbst wärst ja tot, wenn du dich uploadest, nur die Kopie lebt weiter. Aber es reicht mir dann ja. Das würde mir ja reichen. Beziehungsweise der Kopie wird es reichen. Ich wüsste, dass die Kopie weiterlebt. Ich bin die Kopie nicht, ja. Ich würde wahrscheinlich noch weiter leben, ja, als das Original und wir dann irgendwann einschlafen und die Kopie macht da ihre Abenteuer. Aber das ist okay, weil die Kopie denkt halt, sie ist es. Das wär okay. Ach, gruselig. Man müsste das so machen, dass man wirklich, wenn das hochgeladen wird, dass man dann eingeschlafen wird. Ja, sanft entschläft. Ich glaube so rum. Vielleicht bist du schon eine Kopie. Vielleicht bin ich schon eine Kopie. Vielleicht sind wir alle eine Kopie. Gibt ganz viele super interessante, also ich mag sowas immer gerne. So dieses Rumphilosophieren. Kojima hat letzte Woche noch im Interview gesagt, dass er als KI weiterleben will. Ja, aber die KI, wie sie dann wäre halt nicht Kojima, sondern eine KI, die sich verhält oder die sich ähnlich verhält wie Kojima, die halt daraus lernt, was er sagt, was er schreibt, was er macht. Die verkleidet sich, das ist ein Kojima-Cosplay quasi. Ich finde sowas sehr, sehr spannend. Die Matrix überlastet. Ja, habe ich mitbekommen. Ja, das habe ich mitbekommen. Transzendenz, ja, das wäre cool. Wir machen weiter. And guess who will benefit massively from this? Nvidia primarily, and AMD and Intel as well, as the need for GPU processing power will continue to increase. One of the coolest concepts in Star Trek was the Holodeck, essentially a room on the Enterprise spaceship that the crew could go into and technisch so aber nicht umsetzbar. Schöne Fantasie, das Holodeck, aber technisch so nicht umsetzbar, weil du musst ja endlos in eine Richtung gehen und auch wenn unten so ein Förderband mitläuft, es gibt momentan noch keine Möglichkeit, dass man irgendwie auf den Fels steigt oder bla 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 oder bla. Ja, das ist momentan noch eine schöne Fantasie. Where reality was recreated perfectly. A company called Lightfield Lab has been working on making this a reality, no pun intended. Using holographic displays tiled together, you don't even need a headset to experience a virtual three-dimensional space. In this example, you can see a holographically rendered Chameleon inside a real 3D space. So the aquarium Jeder hier war schon tot und zwar vor seiner Geburt. Ja, da hast du recht. Die Zeit, in der wir leben, ist quasi die allerkürzeste. Wir werden immer viel länger tot gewesen sein und tot sein werden, als wir gelebt haben. Die Zeit, die wir leben, ist so.
Die ist einfach, jetzt ist da, jetzt ist weg. Das davor ist viel länger, das dahinter ist viel länger. Ja, das ist aber, ja, das ist einfach. Müssen wir denn sterben, um zu leben? Nur wenn du Falco hörst. Is real, but the chameleon is not. It's rendered to match your viewpoint. It's tracking your position Genau, das Leben and ist die rendering Ausnahme. it in a Genau. holographic display. The display has 40 gigapixels, so to drive this at this resolution you need about 1,000 times more compute than 4K requires. So for local rendering you'd need 16 times the GPU power that a 4K display would need. That means that perhaps mid-decade or towards 2027 we might have this. Nicht, wenn Zeit eine Illusion ist. Zeit ist keine Illusion, korrigiert mich. Zeit ist eine Dimension. Und so gesehen findet Zeit, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft ist quasi immer präsent, nur nicht für uns, ja, sondern ist immer da im Grunde genommen. Für uns fließt die Zeit, aber die Zeit ist eigentlich zu jeder Zeit vorhanden. Nur wir haben darauf keinen Zugriff, weil wir die Zeit eben nicht bereisen können oder ne, weil wir einfach dazu nicht in der Lage sind. Ja, genau, die Zeit ist einfach da. Die Zeit ist da. Schwierig das zu sagen. Wir bewegen uns in der dritten Dimension, ja. Könnten wir uns in der vierten Dimension bewegen, durch Raum und Zeit, dann könnten wir quasi auch auf der Timeline hin und her laufen, wie wir fröhlich sind. Weil dann kannst du dir die Zeit eigentlich wie Räume vorstellen oder wie so ein, ne? Schwierig. Also alles, was passiert ist, passiert gerade. Alles, was passieren wird, passiert gerade. Es ist alles aktuell da, aber für uns eben nicht begreifbar. Sind Fotos eigentlich Zeitreisen? Nein, Bilder. Es sind aber nur Bilder. So, warte. Plays with enough built-in rendering power for us to have our own holodecks. Alles, was wir sehen aus der Vergangenheit. Ja, du hast recht. Und das Schönste ist, wenn wir in den Sternenhimmel gucken, können wir Millionen von Jahren in die Vergangenheit gucken. Teilweise die Lichter, die wir da sehen, die gibt es schon lange nicht mehr. Teilweise. Aber die Information muss erstmal hierher reisen und das dauert. Upcoming evolution in technology and graphics that will affect me personally, directly and indirectly as a creator, and you as a viewer, is an evolution in video. As you might have noticed recently, YouTube has added a feature where you can tell which parts of a video have been watched the most. The thinking behind this is as people's attention spans are getting shorter and shorter, platforms are looking at ways to facilitate users getting to the bit of information they want the fastest. At companies like Adobe, research is being done to build tools that will convert longer videos into smaller snippets with just the relevant information to the viewer. Think of it as shorts that highlight bits of podcasts, but instead of these being done by the creators manually using AI tools, in the future these shorts or snippets will be done automatically. YouTube will likely have a feature that will allow creators to automatically generate shorts based on longer videos, with AI processing the contextual information and inferring from viewer behavior what parts of the video should be featured in the shorts. This sort of AI processing will require powerful accelerators, with GPUs being at the forefront of this revolution in video. Beyond this is video generation without needing video editing software. To produce videos, I currently use Adobe Premiere. I have to write a rough script, record the audio, then source footage and create graphs and charts in Photoshop and put all of that together into the final video. In the future, it's possible that the only step required here will be the script. From the script, AI will be able to generate a video, assuming you can train an AI on videos you've created previously or Ich stelle mir einfach vor, also Videos, die von AI erstellt wurden, stelle ich mir eine Weile lang faszinierend vor, weil man einfach fasziniert davon ist, dass es eine KI gemacht hat. Aber irgendwann willst du die Scheiße nicht mehr sehen. Alles sieht absurd aus und unrealistisch, also sehr stark Uncanny Valley, wenn wir schon mal dabei sind. Ne? Es ist faszinierend, dass KIs das machen und dass die das können, aber das willst du nicht sehen, die ganze Zeit. Das ist so, ja, weiß ich nicht. on videos whose style you want to mimic. This is a potential can of worms when it comes to copyright, but that's beyond the topic of this video. Another thing I could see happen is this merging of 3D graphics from game engines and video on platforms like YouTube, TikTok, and Instagram. Currently, videos are very basic when it comes to interactivity and immersion. Leveraging AI, in the future, if you are watching your favorite creator doing a tour of their gaming setup, for instance, an AI layer could be... Hey, sag mal, ist das nicht unser alter Endscreen? Also alter, der ist immer noch da, ne? Das ist unser Endscreen. Hey, sag mal.
Geht's noch? Hat er den auch lizenziert? Das ist aber frech. Das ist aber auch ein cooler Endscreen. Also kann ich verstehen, dass sie den auch lizenziert haben. Finde ich gut. Nice. Der Endscreen ist Teil einer Software, dann haben die den wahrscheinlich auch lizenziert, weil das ist eigentlich ein Typ und von dem habe ich mehrere Videos lizenziert. Hab den Namen leider gerade vergessen, soll ich Credits geben. Aber ja, der macht mehrere solcher Videos. Ich folge ihm auch auf Instagram und bla. Der ist ziemlich cool. Running on top of the video that automatically identifies every piece of gear that creator uses, like what mouse do they use, what's that painting they have on the wall, what's the PC case they have, etc., without the creator having to manually name each thing. AI will be analyzing and layering information on top of the video. Another big trend I see happening in the next few years will be combining generative transformers with nerfs. The basic idea is that you can turn a text description into a three-dimensional object which can then be combined into full-scale dynamic scenes. Creating a dynamic 3D narrative for video content will merge video games and video in a very interesting way. For example, a creator could use Unreal Engine to create a 3D environment that video consumers could rotate and interact with, and the whole narrative coming from the creator could be enjoyed from different angles and with different filters. Instead of the director cut for movies, you could have curated cuts that you could choose from. The movie Die Hard could be reissued with every scene being generated from completely different angles. You could replace actors in your favorite movies, or have them being shot in the style of a particular director you like. This will also apply to video games, with Nvidia's recently announced RTX Remix being a step in this direction, where games can be modded to fit an entirely new style, leveraging artificial intelligence. The convergence of AI and 3D graphics, along with generated content, will probably represent the most disruptive advancements in media creation and consumption in the coming decade, and the hardware demands to do all this in real time will continue increasing. While games storytelling, AI and gameplay arguably have been stagnating in recent years, innovation in graphics continues, and as tools become easier to use and free up development time from game devs, there's hope that a new renaissance age in gaming and video will be materializing in the coming decade. Nvidia, AMD, and Intel certainly won't have a shortage of demand for their hardware in the next 10 years. Das erste, was ich machen würde, ich würde mir Schneewittchen angucken mit Direktor Tim Burton. Einmal mal gucken, was passiert.